Oh je. Es ist wieder alles komplett voller Noten. Komplett voll. What? Die, Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden, a disgusting monster screeching out from her bed, an anchor weighing him down. so sieht die Tochter das. Ernsthaft? Babykopfmann, boah. Also die Tochter sieht das so, dass die Mutter für den Mann eine Last geworden ist. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Das klingt ja so, als würde sie zu ihrem Vater halten. Die Tochter sitzt im Haus, das eigentlich total böse ist und um sie herum ist Schönheit, aber sie kann nicht raus. So meine Interpretation davon. Hier aber nichts. Aha. Testament. Ich, mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit alle meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Meinem Agenten Thomas Cadwell vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bete darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Ja, schön. Meinem Verleger Liam Brickstone vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit der elenden Schlampe und dem kreischenden Balg, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Okay. Meinem Rechtsanwalt James Jerome Sandler vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts. Zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, meine gesamten irdischen Besitztümer. Was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Und das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann nicht ich dir geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Komischerweise, also ich schätze jetzt mal, dass er gestorben ist. Und dass das nicht nur ein Testament ist, was er in der Schublade hat, sondern dass es ein echtes Testament ist. Und komischerweise klingt es so, wie er das jetzt schreibt, als sei er das Opfer. Und es klingt glaubwürdig, dass er das Opfer ist. Aber so wie wir es auch erlebt haben, ist er nicht das Opfer gewesen, sondern ist auch ein Riesenarschloch gewesen. Ein Riesenarschloch. Und der letzte Absatz klingt aber so, als hätte er seine Tochter extrem geliebt. Und vielleicht hat er immer nur, wenn er besoffen gewesen ist, sie so schlecht behandelt. Und er hat ja angefangen zu trinken, weil er das mit seiner geistigen Krankheit nicht kapiert hat, also nicht verarbeiten konnte. Und dadurch hat sich alles in einen Teufelskreis verwandelt, wo es immer schlechter wurde, immer mehr bergab ging. Und naja, im Grunde war es zum Scheitern verurteilt von Anfang an. Es wirft ein ganz neues Licht auf die Sache. Das ist keine Entschuldigung für seine Taten, aber es ist eine Erklärung. Eine nachvollziehbare Erklärung. Haben wir hier noch was drin? Babykopfmann, der kann mir mal gestohlen bleiben. Okay, dann gehen wir jetzt hier raus. Man kann also offenbar doch das ganze Haus noch erkunden. Das Schlafzimmer der Eltern. Mit dem Grammophon.
Die böse Mutter, die mit den roten Augen, hat so ein Schutzschild vor sich und der böse Vater versucht mit Flammen die Mutter anzugreifen. Oder, besser gesagt, die Mutter hat grüne Flammen und der Vater hat rote Flammen und die bekämpfen sich gegenseitig damit. So würde ich es interpretieren, während die Tochter hier im Schrank sitzt und weint. Und keiner kümmert sich um sie. Huh. I don't remember that being there. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. It hurts so much. I can't take it anymore. Okay, das ist offenbar die Mutter, die Schmerzen hat. Why won't you help me? Oh, you're just like your father. You don't care about me. Was nicht? You Nein. probably wish I was dead. Mutter, das war jetzt nicht so freundlich von dir. Eine Platte haben wir hier nicht zum Abspielen. Ich darf nicht so viel atmen. Ich habe ja das Headset-Mikrofon wieder dran, wie ihr sehen könnt. Und das ist nicht ganz so gut wie mein normales Mikrofon. Habe ich gerade reingeguckt, okay. Also keine positiven Flashbacks. Mal gucken, was hier ist. Hier ist abgeschlossen. Genau wie im ersten Teil ist hier abgeschlossen. Ich glaube, ich werde als letztes ins Kinderzimmer reingehen. Oder? Ah, hier haben wir die Gemälde von der Mutter. Die unzähligen Gemälde, die man am Ende des Hauptspiels gefunden hat. Vor dem Unfall. Nach dem Unfall. Also wenn es so ist, ne, dann ist es ja halb so wild. Dann sieht er sogar immer noch ganz hübsch aus. Anders als in seiner Vorstellung. Ich glaube, da kann man sonst nicht. Ich mach das hier mal kurz auf. Ich denke mal, hier wird es auf jeden Fall Flashbacks haben. Das Bild schon allein. Aber sonst ist ja auch nichts drin. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was it? Ah, yes. The princess was all alone in the dark, and yet she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye, and yet she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her, and yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither. The hag was near, just outside of view, but our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt, Don't fail me now, princess.
She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will, for she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there! The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. So, falls ihr euch gewundert habt, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe versucht, auf den Vater zu hören und immer auf die Leinwand zu gucken, egal was um mich herum passiert. Und ich wollte extra immer aufs Bild gucken, das hat ja, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Ich denke mal, wenn wir irgendwo anders hingeguckt hätten, dann wäre er sauer geworden und da wäre noch irgendwas Böseres passiert. Aber offensichtlich hat er ja erst dadurch gemerkt, wie sie auch gerade schon gesagt hatte, dass er auf dem Bild gesehen hat, als er uns gezeichnet hat, dass wir Angst haben, dass wir wirklich Angst haben. Also er musste es erst auf dem Bild sehen, damit er kapiert hat, dass es wirklich so ist. Und das sind wir offenbar. Und jetzt wissen wir auch, warum dieser Stuhl da in der Ecke immer stand, in dem Atelier vom Hauptspiel. Da stand ja immer rechts in der Ecke so ein Stuhl, wo aber nie jemand gesessen hat. Das waren wir. Hat er seine Tochter gemalt. Okay. Und gehen wir jetzt wieder runter in sein Arbeitszimmer. Weil in den Keller? Nee, ich will nicht in den Keller. Einfach nein. I wonder when was the last time this place saw sunlight? Ja, das ist wahrscheinlich schon eine Weile her. Wobei, hier kommt auch Sonnenlicht durch, oder? Hier, diese Stelle meinte ich. Da stand ja immer ein Stuhl und dann sind wir das offenbar gewesen, die da gesessen haben. Ist das nicht das Buch, wo er die Bilder gesammelt hat? Das lag vorher immer hier. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Wow. Ist es jetzt eigentlich so, dass je länger man in einem Raum drin steht, desto mehr Flashbacks kriegt man? Pinsel oder Malstift? Pinsel oder Malstift? Malstift. What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. Aber ich möchte ein Pferd malen. Guck mal, ein fröhliches Pferd. Fröhliches pinkes Pony. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Eine Weiche. Die Weichen sind gestellt. Fragt sich nur wohin. Finally! Are you ready to embrace true art? Tja, bist du denn bereit dafür? Wahrscheinlich nicht, oder? Das können wir hier auch noch lang, glaube ich. Ich möchte die wahre Kunst nicht umarmen. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ohne gezwungen zu werden, Kunst zu machen. Ja, komm, wir lassen uns fressen. Jetzt kriegen wir eine Vorstellung zu sehen, oder wie? Es war einmal ein dunkler Wald. A little girl in red was walking through the woods, when suddenly, out of nowhere, jumped out you-know-who. Eyes glowing bloody red, teeth sharp as razors, and yet the big bad wolf did not seem to faze her. "Be careful, little girl," the big bad wolf sneered. "You're in Fantasyland,
where things ain't what they seem. Oh, shush, you big old meanie, the frightened girl exclaimed. You're the only threat in this wonderful land. With my magic crayons, I can do no harm. I can make the trees yellow, turn them upside down, turn grass into candy, make the sky go red. I can do whatever pops into my head. The wolf was unimpressed with his show of skill. You do have the power to do what you will. Alas, I humbly urge you to practice restraint, for you are responsible for what you create. You're nasty, jealous, and mean, said the little girl. I just want to have fun, and you want me to learn. I wish a big old rock would fall down from the sky and crush your big bad mouth into a mincemeat pie. Don't do it, I beg you, the big wolf cried. You lack scale and perspective, my sweet little child. But it was too late. His warning fell on deaf ears. Down came the rock and smashed them all to smithereens. Das ist aber nicht das, wie Rotkäppchen eigentlich gewesen ist. Das ist eine andere Version, würde ich mal glatt behaupten. Und in dem Fall sagt der Vater uns quasi, dass er der böse Wolf ist in unseren Augen und dass er aber in Wirklichkeit gar nicht der böse Wolf ist, sondern er ist einfach ein netter Mann, der versucht, uns was beizubringen. Und wir sind einfach so böse und maßlos und wollen immer nur spielen und Spaß haben und so. Einfach total kindisch. Wie können wir nur so kindisch sein? Aber gut, wenn er das so unbedingt möchte, dann fangen wir jetzt an zu malen. Offenbar haben wir ja eh keine andere Chance. Kann man hier vielleicht noch lang? Hier hinten irgendwo in die Dunkelheit rein. Man kann relativ weit laufen. Ach, hier gibt es sogar noch was. Eine Lampe mit jede Menge Büchern. Aber man kann hier nichts machen, was ich sehr komisch finde. Hätte man vielleicht vorher hier was machen können? Kann man irgendwas mitnehmen? Sieht nicht danach aus. Tja, wo gehen wir hin? Ich befürchte, dass wir hier uns ziemlich verlaufen werden, wenn wir einfach... Jap. Wir werden uns ziemlich verlaufen. Gehen wir mal dahin. Sieht aus, als wäre da was. Was ist denn hier Schönes? Ein Schild. Hier lang gehen, bitte. Mhm. Hier ist ein Wald. Ach, hier sind wir wieder bei dem Stein, oder? Ah, okay. Ich denke mal, dass wir, egal wo wir hingehen, keine Chance haben und immer zu diesem Bild wiederkommen. Na gut. Oh, the summer trees, so green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser and have some stories to tell.